Okay, well, thank you so much for this invitation. Vielen Dank für die Einladung. I would love to be with you physically, Ich würde mich freuen, wenn ich wirklich bei euch wäre. but unfortunately, we are living these crazy times, so we couldn't go. Aber leider leben wir in diesen verrückten Zeiten und wir konnten nicht nach Deutschland kommen. But I'm sure that there will be a day where we will meet and get together. Aber ich bin mir sicher, da wird es einen Tag geben, wenn wir uns treffen können und mal zusammen sein können. But thank the Lord for technology. Aber danke dem Herrn für die Technik, die wir haben. I mean, I could be anywhere in the world and still be with you. Ich könnte überall auf der Welt sein und trotzdem mit euch Gemeinschaft haben. This is a bit like heaven, you know, Das ist so ähnlich wie im Himmel. where nobody is separated. Niemand ist getrennt voneinander. So let's make the most out of this time we have together. So, lass uns das Beste aus dieser Zeit, die wir gemeinsam haben, machen. So may God bless you, Möge Gott euch segnen, speak to you. zu euch reden. So just open your heart and ask the Lord, touch my heart, God. Dann öffnet bitte eure Herzen und bittet den Herrn, dass er euch berührt. Yes, God is going to speak to us this morning. Gott möchte heute Morgen zu uns reden. I'm from Brazil. Ich bin von Brasilien. Some people ask me, but your parents are not Brazilian, right? Und manche Leute fragen mich, aber deine Eltern, die sind keine Brasilianer, oder? I am completely Brazilian. My parents are Brazilian. My grandparents are Brazilian. Also ich bin wirklich vollständig Brasilianer. Meine Eltern sind Brasilianer, meine Großeltern sind Brasilianer. In Brazil, we have all kinds of people because of immigration. Durch die Einwanderung haben wir in Brasilien alle möglichen Arten von Menschen. So all of you guys could be Brazilian. Also jeder von euch könnte Brasilianer sein. We have a lot of Germans in the south of Brazil, so Wir haben sehr viele Deutsche im Süden von Brasilien. you're all welcome. Ihr seid alle herzlich willkommen. Yes. Well, I was born in Brazil, lived in Brazil until 4 years ago when we moved to Spain. Ich bin in Brasilien geboren und habe dort bis vor 4 Jahren gelebt und dann sind wir nach Spanien umgezogen. I'm married with Simone for the last 33 years. Ich bin seit 33 Jahren mit Simone verheiratet. We have 3 kids. Wir haben 3 Kinder. 2 of them are married and live in Brazil. 2 von denen sind verheiratet und leben in Brasilien. And our daughter lives here with us in Malaga. Und unsere Tochter lebt mit uns gemeinsam in Malaga in Spanien. God has been so good to us. Gott war wirklich gut zu uns. He brought us to Europe, to a sunny place like Malaga. Er hat uns nach Europa gebracht, zu einem sonnigen Ort wie Malaga. Today the sun is shining Heute scheint die Sonne and it's 19 degrees. und es sind 19 Grad. So I feel at home, you know? Also ich fühle mich wie zu Hause. Yeah. And it's a pleasure to be here in Europe, Und es ist wirklich eine Freude, hier in Europa zu sein, to share what God has done in our church in Brazil. um das weiterzugeben, was Gott in unserer Gemeinde in Brasilien getan hat. It has been a miracle. Das war wirklich ein Wunder. God is doing amazing things in Brazil. Gott tut großartige Dinge in Brasilien. And we believe that he can do great things here in Europe as well. Und wir glauben, dass er hier genauso in Europa genauso großartige Dinge tun möchte. So the big question is, what does God expect from us? Und die große Frage ist, was erwartet Gott von uns? I mean, we as church are so full of activities. Als Gemeinde haben wir so viele Aktivitäten. And we have been running around doing all sorts of things. Und wir rennen umher und tun alle möglichen Dinge. Some churches are so busy that they have no time even for family. Manche Gemeinden, sie sind so beschäftigt, dass sie nicht mal Zeit für ihre Familien haben. And all we want to do is please God. Alles, was wir möchten, ist Gott zu gefallen.
So in our church in Brazil during 40 years, In unserer Gemeinde in Brasilien während 40 Jahren, it was started in 1961. unsere Gemeinde ist 1961 gegründet worden. We are a Baptist church, Wir sind eine Baptistengemeinde and we knew that the Lord wanted us to have a deep relationship with Him. und wir wussten, Gott wollte, dass wir mit ihm eine tiefe Gemeinschaft haben. And one thing that was very clear for us Und eine Sache, die uns wirklich klar war, was the verse in Matthew 22, und das ist der Vers aus Matthäus 22, 36 to 40. Verse 36 bis 40. When they asked Jesus, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Sie haben Jesus gefragt, Lehrer, was ist das größte Gebot, das größte Gebot im Gesetz? And Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Und Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. So the first thing was very clear for us, love God. Und dieses erste, das war für uns völlig klar, liebt Gott. And we were always focused on studying the Bible, learning more about God, and loving Him. Und wir haben uns darauf konzentriert, die Bibel zu studieren, Gott zu lieben, mehr über ihn zu lernen. But then the text goes on, Aber der Text, der geht ja weiter. and it says, "And the second is like it." Da heißt es, das zweite aber ist ihm gleich. It means it is similar to the first one. Das heißt, das ist ähnlich wie das erste. And sometimes we think, oh no, they're two completely different things. Und manchmal denken wir, oh, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. And many times we separate the two things. Und manchmal dann halten wir diese zwei Sachen auseinander. I love God, but I'm not so keen on loving people, you know? Also wir tun so, wir sagen, ich liebe Gott, aber Menschen zu lieben, das ist nicht so meine Sache. But Jesus is saying that the two are alike. Aber Jesus sagt, diese beiden, die sind sich ähnlich, die gehören zusammen. They walk together. Die gehen zusammen. And in 1 John, he says, "How can you say you love God that you don't see, and you don't love your neighbor that you see?" Und im 1. Johannesbrief, das sagt Jesus, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, und du liebst nicht deinen Bruder, den du siehst? That's a lie. Das ist eine Lüge. So if you say that you love God that you don't see, but that doesn't reflect in your life loving people that you see, there's a problem. Also wenn du sagst, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, und das spiegelt sich nicht wieder in dem, wie du mit Menschen umgehst, die du siehst, dann gibt es ein Problem. And this second part was really hard for us. Und dieser zweite Teil, das war wirklich schwierig für uns. I mean, we love people, okay, Also wir haben gesagt, ja okay, wir lieben but Menschen, not that much, you know? aber nicht so viel. In the end, we were just loving ourselves, Am Ende haben wir uns eigentlich nur selber geliebt. and we would keep the rest far away from us. Und wir haben die anderen Leute von uns weggehalten. It was that mentality, don't connect yourself too much with the non-believers, you know, with the world. So, wir hatten diese Mentalität, geh nicht so sehr viele Verbindungen mit Nichtchristen ein, mit der Welt. So whenever somebody got saved, the first thing is we tried to separate him from the people from his old life. Immer dann, wenn jemand gerettet wurde, dann war eines der ersten Sachen, dass wir versucht haben, ihn von den Menschen aus seinem alten Leben zu trennen. And slowly by slowly, the Lord starts showing us that it shouldn't be like that. Und so nach und nach hat uns Gott gezeigt, so sollte das eigentlich nicht sein. I don't know if you're seeing this graph of our church in Central Baptist Church. Ich weiß nicht, ob ihr diese Grafik von unserer Gemeinde gesehen habt.
But what it shows is 40 years of basically no growth. Also das zeigt, dass wir in 40 Jahren eigentlich kein Wachstum hatten. Well, in the first years, yes, we started a church with 90 Christians that left one church and started a new one. Also in den ersten Jahren schon. Wir haben die Gemeinde mit 90 Christen begonnen. Die hatten eine andere Gemeinde verlassen und eine neue gegründet. And when we came to a number like 300, 350 members, it was a great church. Und dann sind wir gewachsen bis 350 Leute und das war eine großartige Gemeinde. We didn't need more than that. Und wir wollten gar nicht mehr als so viele Leute. So why worry? Und warum sollten wir uns denn Sorgen machen? We have enough church members for everything we want to do. Wir haben genügend Gemeindeglieder für alles, was wir tun wollen. We have our building. Wir haben ein schönes Gebäude. We can pay a pastor. Wir können uns einen Pastor anstellen. Why worry? We're a great church. Warum sollten wir uns Gedanken machen? Wir sind eine großartige Kirche. But God started shaking our world. Aber dann hat Gott unsere Welt erschüttert. He started showing that we were here to be light of the world, salt of the world. Gott hat uns gezeigt, ihr seid hier, um Licht zu sein, um Salz der Welt zu sein. And then a very common, very well-known passage started becoming clearer and clearer to us. Dann ist ein Text, den wir sehr gut gekannt haben, der ist auf einmal lebendig geworden. Wir haben das mehr und mehr verstanden. And it's in Matthew 28, Und das ist der Text in Matthäus 28, from verse 20 to the end. Oh, Also- 18 to 20, sorry. ja, also Matthäus 28, Vers 18 bis 20. And it says, all authority in heaven and on earth has been given to me. Und es sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So this is very serious stuff. Also hier geht es um wirklich ernste Sachen. It's as if the general of an army is saying, I have all authority, so pay attention to what I'm going to say. Also wenn der General einer Armee sagt, pass auf, ich habe alle Autorität, dann heißt es, hört genau zu, was ich jetzt sage. And with this authority, I'm telling you to do something. Und mit dieser Autorität, dann sage ich euch jetzt, was ihr tun sollt. Therefore, go and make disciples of all nations. Und Jesus sagt, deshalb, weil ich diese Autorität habe, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. This is not optional. Also das ist keine Wahlmöglichkeit. Now, if we were obeying this, why didn't the church grow in size? Also wenn wir diesem Gebot gehorchen würden, warum wachsen die Gemeinden nicht in ihrer Größe? Why weren't we planting new churches? Warum sind wir als Gemeinde, warum haben wir nicht angefangen, neue Gemeinden zu gründen? Why were we so comfortable in living our church life? Warum waren wir so zufrieden damit, unser Gemeindeleben zu leben? Well, one thing we thought is that it's very hard to bring people to church. Wir haben gedacht, das ist sehr schwierig, Menschen zur Gemeinde zu bringen. I mean, we have tried, we have done so many kinds of programs and always invited people. Wir haben das versucht, wir haben so viele verschiedene Programme durchgeführt, wir haben immer Leute eingeladen, But they never come. aber die sind niemals gekommen. So it's not our fault. We're trying. So, dann ist es nicht unsere Schuld, wir haben es versucht. Yeah, but it's very clear. Go and make disciples. Aber der Auftrag ist völlig klar, geht hin und macht Jünger. When we get to heaven, we can't say, well, I tried. Wenn wir in den Himmel kommen, können wir nicht sagen, okay, ich habe es versucht. Jesus didn't say, go and try to make disciples. Jesus hat nicht gesagt, geht hin und versucht, Jünger zu machen. He said, go and make disciples. Er sagt, geht und macht Jünger. But we could say, but I can't. That's too hard for me. Aber ich könnte sagen, ich habe es versucht, aber ich kann das nicht. Das ist zu schwierig für mich. Well, the passage ends Jesus saying, and surely I am with you always. Aber der Text, der endet mit dieser Verheißung. Jesus sagt uns sicher, ich bin mit euch alle Tage.
So he is saying that he will be with us while we go and make disciples. Also was Jesus sagt ist, er wird mit uns sein, während wir hingehen und Jünger machen. He will help us. Er wird uns helfen. We will do the natural things, he will do the supernatural. Wir tun das, was wir natürlich können, und Jesus tut das Übernatürliche. That's why he told the disciples to wait until the Holy Spirit came over them and they would have power to fulfill this great commission. Deshalb sagte Jesus zu seinen Jüngern, wartet, bis der Heilige Geist über euch kommt, und dann werdet ihr Kraft haben, um diesen Auftrag zu erfüllen. Well, we started Wir haben angefangen, as God started changing our heart, we started connecting with people. Gott hat begonnen, unser Herz zu verändern, und wir haben begonnen, Kontakte zu Menschen aufzubauen. People started getting saved and baptized, Und Menschen sind gerettet worden, wurden getauft. but people would come and leave. They wouldn't stay. Aber Menschen sind gekommen und sind wieder gegangen. Die sind nicht in der Gemeinde geblieben. It was very frustrating for us. Und das war sehr frustrierend für uns. And we saw that the way we were living church wasn't good enough. Wir haben gemerkt, die Art und Weise, wie wir Gemeinde leben, die ist nicht gut genug. And God showed us that we should start with small groups. Und Gott hat uns gezeigt, ihr solltet mit Kleingruppen anfangen. And maybe you can see in the photos some small groups gathering at homes. Und vielleicht seht ihr das in den Bildern, einige Kleingruppentreffen zu Hause. And through relationships, we started reaching non-believers Und durch diese Beziehungen haben wir Nichtchristen erreicht and baptizing them. und haben sie getauft. And now they had a place to connect. Und jetzt hatten sie einen Ort, wo sie Verbindungen aufbauen konnten. They belonged to a community. Sie haben zu einer Gemeinschaft gehört. And it was all about getting together. Es ging einfach darum, dass sie zusammengekommen sind, As small groups, als Kleingruppen. but always with an eye looking outward, Aber der Blick war immer nach außen gerichtet. connecting people, Kontakte mit Menschen aufbauen, leading them to Jesus, sie zu Jesus führen, baptizing them. sie zu taufen. Remember, we're a Baptist church, right? Erinnert euch, wir sind eine Baptistengemeinde. And in the end, we had a huge crowd gathering every Sunday. Und am Ende hatten wir eine große Menge an Menschen, die sich jeden Sonntag getroffen haben. This photo is a photo of our main auditorium today. Hier seht ihr ein Foto von unserem Saal, wo wir uns treffen. So it's not about services. Also es geht nicht um die Gottesdienste. It's not about getting together on a Sunday. Es geht nicht darum, wie viel wir am Sonntag sind, die zusammenkommen. It's about loving God, Es geht darum, dass wir Gott lieben, loving people, dass wir Menschen lieben. and then what? Und dann was? Connecting them to God. Und dann bringen wir sie in Verbindung mit Gott. So if we have with one hand connected with God, Also wenn wir uns mit einer Hand mit Gott in Verbindung bringen and with the other hand we connect with people, und mit der anderen bauen wir Beziehungen zu Menschen auf. love God, love people, Also liebt Gott, liebt Menschen, make disciples. macht Jünger. We are connecting non-believers to God. Also das heißt, wir bringen Nichtchristen in Verbindung mit Gott. And we don't do it alone. We do it in groups, in community. Und wir tun das nicht alleine, sondern wir tun es in kleinen Gruppen, in Gemeinschaft. We do it as a church. Wir machen das als Gemeinde. And look at what happened to the church. Und schaut euch an, was mit der Gemeinde passiert ist. During 40 years, basically no growth. Während 40 Jahren gab es im Prinzip so gut wie kein Wachstum. And now in the graph, you can see it exploded in growth. Und jetzt auf der Grafik seht ihr das Wachstum, das ist regelrecht explodiert. Everybody that we would bring, Jeder, den wir reingebracht haben, many times they were just enjoying the fellowship without wanting to know anything about God. die haben zuerst
erstmal nur die Gemeinschaft genossen, ohne etwas über Gott wissen zu wollen. But through the relationship, Aber durch die Beziehungen, through the times of prayer in a small group, durch die Gebetszeiten in den Kleingruppen sharing our lives and how the Bible affects our lives, und dass wir darüber geredet haben, was in unserem Leben passiert ist und wie das, was in der Bibel steht, and God, Einfluss auf unser Leben hat and God answering our prayers, und dass Gott unsere Gebete beantwortet, miracles happening, dann dass Wunder geschehen sind. people getting healed, Menschen sind geheilt worden. people getting a job, Menschen haben eine Arbeitsstelle bekommen. reconciliation, Menschen haben sich versöhnt. marriages being fixed, Ehen sind wieder in Ordnung gekommen. parents and children getting together again. Eltern und die Kinder reden wieder miteinander. And then these guys would understand there is a God. Und dadurch haben die Nichtchristen gesehen, da gibt es wirklich einen Gott. I want to know him. Ich möchte ihn kennenlernen. And then people got saved, Dann sind Leute gerettet worden. connected to God. Die haben eine Verbindung mit Gott aufgebaut. But we were always on this mood of bring your friends, connect people to God. Also wir hatten immer diese Einstellung war, bring deine Freunde mit, bring sie in Verbindung mit Gott. Don't leave people living their lives without knowing that there is a God. Also lasst das nicht zu, dass es Menschen gibt, die einfach ihr Leben leben, ohne zu wissen, dass es einen Gott gibt. Remember what your life was like. Erinnere dich dran, wie dein Leben war. And instead of taking these people away from their environment, Und anstatt diese Menschen aus ihrer Umwelt herauszunehmen, we would challenge the new believers to be salt and light in their environment. dann haben wir die neuen Gläubigen herausgefordert, Salz und Licht in ihrer Umwelt zu sein. And since they were so much more connected than we were, Also dadurch, dass sie viel mehr Beziehungen zu Nichtchristen hatten, als wir hatten, it was much easier for them to bring new people. und dann war das für sie viel einfacher, neue Leute zu bringen. But at the same time, the old-time Christians were connecting at their workplace, at the gym, in their neighborhood. Und die Christen, die schon länger Christen waren, die haben zur gleichen Zeit Beziehungen auf Arbeit, im Fitnessstudio oder wo auch immer aufgebaut. And that's why the revolution came. Und dadurch ist in unserer Gemeinde eine Revolution passiert. It's a revolution based on compassion, Es ist eine Revolution, die auf Mitgefühl, Mitleid basiert. but also on multiplication. Und das andere, was wichtig ist, ist Multiplikation. Because we're not just loving people and taking care of them. Also wir haben uns nicht nur Menschen geliebt und uns um sie gekümmert. We are doing this, but we are also equipping and challenging them to do the same. Wir tun das, aber wir rüsten sie aus und fordern sie heraus, genau das Gleiche zu machen. So instead of people coming and being a burden for us, we were making disciple makers. Also anstatt, dass Leute zu uns kommen und eine zusätzliche Last für uns sind, haben wir sie ausgerüstet, dass sie selber wieder Jünger machen konnten. So it is compassion, but it is also multiplication. Also es ist Mitgefühl, Mitleid und gleichzeitig Multiplikation. And throughout the years, we became really good at it. Und über die Jahre sind wir wirklich gut in dem geworden. You see, it always goes up. Also ihr seht, es geht immer bergauf. And we began going on automatic. Und wir sind irgendwann so in Autopilot haben wir so eingeschaltet. As we were saying, God, we got it. We don't need you anymore. Thank you. Also wir haben im Prinzip gesagt, Gott, wir haben es jetzt verstanden. Wir brauchen dich einfach nicht mehr. Danke. And this is what happened. Und dann ist das passiert. For 2-3 years, we plateaued. Für 2 oder 3 Jahre gab es kein Wachstum. Wir sind auf der Stelle stehen geblieben. It was the last years until 2019. Das waren die letzten Jahre bis 2019. Very difficult times for us. Das waren sehr schwierige Zeiten für uns. We were doing the same things we did before. Wir haben genau das Gleiche gemacht wie zuvor. All the strategies, all the events, all the activities. Die gleichen Strategien, die gleichen Veranstaltungen, die gleichen Aktivitäten.
no growth at all. Und es gab kein Wachstum. And we understood that we had lost our way in the journey. Und wir haben gemerkt, wir haben unseren Weg auf dieser Reise verloren. We were so focused on go, 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 move, move, move. Wir haben uns so darauf konzentriert auf geht, bewegt euch. And we forgot it was all about loving God. Und wir haben vergessen, dass das Erste immer ist, liebt Gott. It's about a connection with the Lord. Es geht darum, eine enge Verbindung mit dem And Herrn let zu haben. His love flow through us. Und seine Liebe, die müssen wir durch uns durchfließen lassen. We understood that our goal was not self. Also wir haben verstanden, unser Ziel ist nicht Zellgruppen. It was not growth. Und es ist auch nicht Wachstum. We had one goal. Wir haben nur ein Ziel. Our goal was Jesus. Unser Ziel ist Jesus. Develop our relationship with Him. Dass wir eine enge Beziehung mit ihm entwickeln. Let His love flow through us. Seine Liebe, die muss durch uns durchfließen. Connect and touch people with God's love. Und wir kommen mit Menschen in Kontakt und lassen sie berühren durch Gottes Liebe. And bring people to God, not to grow the church. Und wir möchten, dass Leute zu Gott kommen, nicht in erster Linie, dass Gemeinde wächst, But to bring glory to Jesus. sondern dass Jesus die Ehre bekommt. And God fixed us. Und Gott hat uns wieder in Ordnung gebracht. And last year we started getting things right again. Und letztes Jahr haben wir Sachen wieder in die Spur gebracht. And we were really excited because it could be a year of growth. Und wir waren wirklich aufgeregt und haben gesagt, das könnte jetzt ein Jahr voller Wachstum werden. After the desert, Nach der Wüstenzeit, we're coming to conquer the land again. so jetzt sind wir wieder dran, das Land einzunehmen. While we were all full of excitement, So, wir waren voller Spannung, came the pandemic. dann kam die Pandemie. Oh no, really? Und wir haben uns gedacht, jetzt das noch, wirklich? We thought it was going to be a great year. Und wir haben doch gedacht, es würde ein großartiges Jahr werden. Well, we put everything together. We organized the church. Wir haben alles in Ordnung gebracht, haben die Gemeinde organisiert. All the cells went online, Alle Zellgruppen haben sich online getroffen. services online. Die Gottesdienste waren online. And then we concluded that we could survive. Und wir haben daraus geschlussfolgert, okay, wir könnten diese Pandemie überleben. But what's our mission? Aber was ist unsere Mission, unser Auftrag? What are we here for? Warum sind wir hier? Are we here to survive? Sind wir hier, um zu überleben? No. Nein, We're here to love God, wir sind hier, um Gott zu lieben, love people, um Menschen zu lieben and make disciples. und Jünger zu machen. Oh, but we're in the middle of a pandemic. Aber wir sind in der Mitte einer Pandemie. So what? Na, was macht das schon? What difference does it make? Was macht das für einen Unterschied? Is God under the pandemic? Ist Gott unter der Pandemie? No. Nein. Is His church under the pandemic? Ist seine Gemeinde unter der Pandemie? Controlled by the pandemic? Ist sie kontrolliert bei der Pandemie? No. Nein. We are free to continue doing what God called us to do. Wir sind frei, weiter das durchzuführen, was Gott uns berufen hat zu tun. In a hard time like this, In einer schwierigen Zeit wie das jetzt, great opportunity das ist gleichzeitig eine großartige Gelegenheit, to love people. um Menschen zu lieben. Great opportunity to connect people to God. Es ist eine großartige Gelegenheit, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. And as a church, we did a movement we called Vaccination Campaign. Und wir als Gemeinde haben eine Aktion gestartet, das nannte sich Impfkampagne. We organized the cells so that they could reach out to their neighbors and co-workers. Wir haben die Zellgruppen umstrukturiert, sodass sie noch stärker zu ihren Nachbarn und Mitarbeitern sich ausstrecken konnten and family. und zu ihrer Familie.
So 1 week we focused on friends. Connect with your friends, call them, send a message. So, in der einen Woche haben wir uns auf Freunde konzentriert und haben gesagt, in dieser Woche ruf deine Freunde an, schreib dir eine Nachricht. And your co-workers and classmates. Deine Kollegen auf Arbeit, deine Klassenkameraden. Ask how they're doing in this crisis. Und frag sie, wie geht's dir in dieser Krise? Invite them to get together and pray and ask God for protection. Und lad sie ein, mit euch online zu treffen, mit ihnen gemeinsam zu beten und bitte Gott, dass er sie beschützt. On the second week, focus on your neighbors. In der zweiten Woche konzentriere dich auf deine Nachbarn. And on the third week, concentrate on your family members. Und in der dritten Woche konzentriere dich auf deine Familienmitglieder. It doesn't matter if they're in the city or if they live far away. Everything's online. Das ist vollkommen egal, ob sie in der Stadt leben oder ganz woanders. Dadurch, dass wir uns online treffen, sind sie ja immer erreichbar. And we're going to do 3 things. We're going to pray for them, we're going to fast, and we're going to love them. Also wir machen 3 Dinge. Wir beten für sie, wir fasten und wir lieben sie. And they did. Und das haben die Gemeindeglieder gemacht. And we had 9,300 visitors visiting our cells in these 3 weeks. So, und in diesen 3 Wochen haben wir 9.300 Besucher gehabt, die in die Online-Zellgruppen gekommen sind. And we ended the year with an explosion of growth. Und das Jahr hat damit geendet, dass wir eine Wachstumsexplosion hatten. In June, it's the end of our year, we ended with 14,000 people in cells. Also Juni, das war so das Ende von unserem Jahr, wie wir das organisieren, hatten wir, how many people, can you say it again? 14,000 people in cells. Ja, also 14.000 Leute, die in Zellgruppen waren. Out of those 9,000 visitors, 3,000 stayed in the cells. Also von den 9.000 Besuchern sind 3.000 in den Zellgruppen geblieben, die regelmäßig gekommen sind. And this year we grew 35%. Dieses Jahr sind wir 35% gewachsen. It was the time that we grew the most in all our history. In unserer ganzen Geschichte war das Jahr, wo wir am meisten gewachsen sind. Even in the worst times, the biggest growth. Also in der schwierigsten Zeit hatten wir das größte Wachstum. But now we were on track. Also jetzt waren wir wieder in der richtigen Spur. We were connected to God. Wir waren wieder ganz eng mit Gott verbunden. Not doing it on our own strength. Wir haben das nicht auf unsere eigene Kraft verlassen. Loving God. Wir lieben Gott. Let His love flow through us and love people. Wir lassen seine Liebe durch uns fließen und lieben Menschen. And then we started making disciples. Und dann fangen wir an, Jünger zu machen. It's really exciting times. Das sind spannende Zeiten. And we multiplied many cells this year. Und wir haben sehr viele Zellgruppen multipliziert dieses Jahr. Here you can see the photos of the new leaders. Hier könnt ihr die Fotos von den neuen Leitern sehen. And now, look at the photos of all the cell leaders of our church. Und guckt euch jetzt die Fotos an von all den Zellgruppenleitern unserer Gemeinde. Come on, this is not the photo of the church members. Das ist nicht ein Foto von allen Gemeindegliedern. It's the photo of the cell leaders. Das ist das Foto der Gemeindeglieder. So we have an army of very highly committed Christians. Also wir haben eine Armee von sehr hingegebenen Christen. And each one of them are training new leaders for when they multiply their cells. Und jeder von denen bildet neue Leiter aus, damit die wieder Zellgruppen multiplizieren können. Today we are a huge church, Heute sind wir eine große Gemeinde, but we're not satisfied. aber wir sind nicht zufrieden. It's not about the size of the church. Es geht nicht um die Größe unserer Gemeinde. It's about doing what God asks us to do. Es geht darum, was Gott uns aufgetragen hat zu tun. It's about compassion and it's about multiplication. Es geht um Mitgefühl und es geht um Multiplikation. And I believe that God can do this anywhere He wants.
Und ich glaube, dass Gott das überall, wo er das tun möchte, tun kann. In the last 4 years here in Europe, we have seen so many miracles. In den letzten 4 Jahren haben wir hier in Europa so viele Wunder gesehen. In Germany, we have around almost 30 churches involved in this movement. Jetzt in Deutschland gibt es ungefähr 30 Gemeinden, die in dieser Bewegung dabei sind. Amazing miracles happening all over Germany. Also das erstaunliche Wunder geschehen überall in Deutschland. In Spain, in Portugal, in Italy. In Spanien, in Portugal, in Italien. In France, there's a church with 100 cells. In Frankreich gibt es eine Gemeinde mit 100 Zellgruppen. And we're just starting. Und wir haben erst angefangen. God is starting to move all over Europe. Gott ist gerade dabei, in Europa was zu bewegen. Waking up the church. Und er ist dabei, die Gemeinden aufzuwecken. And I believe Lengenfeld is in God's plan. Und ich glaube, dass Lengenfeld in Gottes Plan ist. He looks at you Er schaut euch an and he sees a lot of fruit. und er sieht viel Frucht. That's why he called us. Und deshalb hat er uns berufen. And I want to end with a short video. Und ich möchte mit einem Video das Ganze beenden. And may God touch your heart through it. Und möge Gott dein Herz berühren dadurch. And once again, thank you so much for opening this opportunity for me. Und danke nochmal, dass ihr mir diese Gelegenheit gebt. And I hope you are inspired. Und ich hoffe, dass ihr euch dadurch inspirieren lasst. And just ask God. Und bittet einfach Gott. Here I am, Lord. Hier bin ich, Herr. I want to live this. Ich möchte das leben. Use me. Gebrauche mich. Amen. Amen. So watch this video and let God speak to your heart. Schaut euch das Video an und lasst Gott zu eurem Herz reden. God bless you. Gott segne euch. Hier bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit. I hope they made us mute. Deine Gnade hat mich befreit. Hier bin ich, kenne meine Sünde gut, doch du machst mich rein durch dein Blut. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer warst. Ich bin, wie deine Gnade mich fand, leer und dennoch leb ich in deiner Hand. Hier bin ich, demütig, weil du mich liebst. Vergeben kann ich, weil du vergibst. Hier bin ich weiß nur, dich verlangt nach mir, geheiligt durch das Feuer in dir. Ich fand ja die allergrößte Liebe da,
Hey, vielen Dank, dass du bei uns reingeschaut hast und wir hoffen, du hattest eine gute Zeit mit unserem Podcast und wünschen dir eigentlich nichts weniger, als dass Gott dir persönlich begegnen konnte, zu dir reden konnte. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema oder zu uns als Kirche, dann klick einfach auf einen der unten angezeigten Links und nimm Kontakt mit uns auf oder komm einfach persönlich vorbei an einem der nächsten Gottesdienste, immer sonntags 10 Uhr hier in der EFG-Lengenfeld. Wir freuen uns, dich zu sehen und wünschen dir in jedem Fall noch einen wunderbaren Tag.